Hallo, liebe Abonnenten und Zuschauer des YouTube-Kanals Sibirien auf Deutsch. In diesem Video geht es um die Preise für Immobilien auf dem Land in Russland, insbesondere am Ufer des Baikalsees. Einer der Gründe für hohe Preise zum Kaufen eines Hauses am Baikalsee besteht darin, dass die Menge an verfügbarem Land in den Ortschaften, die am Ufer des Baikalsees liegen, begrenzt ist. Daher sind die Preise für Holzhäuser in den Dörfern höher als in anderen Regionen Russlands. Dies hängt mit der touristischen Bedeutung dieser Region zusammen. Jedes Jahr kommen viele Touristen zum Baikal. Ein weiterer Faktor ist die begrenzte Verfügbarkeit von Land und die Unmöglichkeit, neues Land außerhalb der bestehenden Ortschaften zu kaufen. Ein weiteres Problem ist die hohe Kosten für Baumaterialien. Diese können nur in Irkutsk gekauft werden. Und der Transport bis ins Dorf am Baikalsee führt zu einer Erhöhung der Gesamtkosten für den Bau. Derzeit gibt es auf dem Immobilienmarkt viele verschiedene Angebote für den Verkauf von Häusern in den Dörfern am Baikalsee. Die Auswahl ist noch da, aber sie wird immer kleiner, da immer mehr Menschen die Städte verlassen und private Familienhäuser kaufen. Die Preise für Wohnungen sind derzeit sehr hoch. Wohnungen in der Stadt sind sehr teuer. Und die Menschen schauen in Richtung der Dörfer, die nicht weit von Irkutsk entfernt sind. Das Dorf muss in erreichbarer Nähe zum Verkehr liegen, zum Beispiel die Stadt Sludjanka. Dorthin kann man sowohl mit dem Zug als auch mit dem Auto fahren. Im Durchschnitt sind die Preise für Einfamilienhäuser in den Regionen von Russland seit Juni 2019 um 70% gestiegen. Der Preisanstieg wurde in allen Regionen verzeichnet. Es gibt keinen einzigen Ort im Land, in dem die Preise stagnierten oder sanken. Bis zum Sommer 2020 änderten sich die Preise für Immobilien auf dem Land nur geringfügig. Der Anstieg begann mit dem zunehmenden Interesse am Markt während der Coronavirus-Pandemie. Dieser wurde sowohl durch die Indexierung der Preise für einzelne Objekte als auch durch eine Veränderung der Angebotsstruktur verursacht, als günstigere Optionen schneller aus dem Verkauf gingen. Der Anstieg setzte sich fort, bedingt durch die höheren Baukosten und die zunehmende Verbreitung von Hypothekenprogrammen auf dem Markt. Der höchste Anstieg in den letzten 5 Jahren wurde von Sommer 2021 bis Sommer 2022 verzeichnet, plus 20%. Seit Januar 2024 stagnieren die Preise auf dem Landmarkt in den meisten Regionen. Ein stärkerer Preisanstieg wurde in 2 Gruppen von Regionen festgestellt, in denen vor 5 Jahren die günstigsten Häuser waren und in denen eine hohe Nachfrage nach Landimmobilien besteht. Im ersten Fall gibt es mehr Potenzial für eine Wertsteigerung von Immobilien als in Regionen mit hohen Preisen. Zum Beispiel Moskau, die teuerste Region. In den letzten 5 Jahren sind die Häuser dort nur um 31% teurer geworden. Das ist eine der niedrigsten Steigerungsraten. Gleichzeitig stiegen in den meisten Regionen, in denen vor 5 Jahren der Preis für Häuser unter 3 Millionen Rubel lag, die Preise um mehr als 80%. Am stärksten stiegen die Preise in der Republik Altai, um das Vielfache von 4,5. Der größte Anstieg fiel auf die letzten 3 Jahre und war mit der zunehmenden Beliebtheit des Landmarkts in der Region verbunden. Wenn Sie in Sibirien in Ihrem eigenen Haus leben möchten, ist jetzt der beste Zeitpunkt, um Ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Aber zunächst ist es besser, Russland als Tourist zu besuchen, um herauszufinden, ob Sie in diesem Land leben können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal, der dem Alltag in Sibirien gewidmet ist. Tschüss!